Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Um jung von außen auszusehen, muss man auch von innen jung sein, denn unsere körperliche Hülle ist der Spiegel unseres Inneren. Eine maximal erfolgversprechende Anti-Aging-Therapie fußt auf den folgenden 4 Grundpfeilern, von denen ich nur die ersten 3 Punkte im Video besprechen werde. Auf den letzten Punkt gehe ich im Video nicht ein. Erstens Verlängerung der Telomere. Zweitens Reparatur unseres Erbguts, unserer DNA. Drittens Aufbruch der Glykation, also die schädliche Verzuckerung der Körperzellen. Und viertens Remethylierung unserer altersbedingten epigenetischen Veränderungen. Auf diesen Punkt werde ich im Video nicht eingehen. Was nun Punkt 1 betrifft, also die Verlängerung der Telomere, so sind Telomere die Schutzkappen unserer Chromosomen und gelten als Marker für unser biologisches Alter. Damit sich unser Organismus regenerieren kann, müssen sich unsere Körperzellen regelmäßig teilen. Bei jeder einzelnen Teilung kommt es aber leider zu einer Verkürzung der Telomere bis zum letztendlichen Zelltod. Dieser geht dann einher mit Faltenbildung, Haarergrauung, Herz-Kreislauf-Degeneration, Krebs, Diabetes, Alzheimer und so weiter. Am Ende dieser Entwicklung steht dann der Tod. Das Enzym Telomerase jedoch kann diesen Prozess aufhalten und die Telomere sogar verlängern und damit den Zelltod und alle damit einhergehenden Degenerationen aufhalten und das Leben der Zelle und des Menschen verlängern und ihn verjüngen. Dieses verjüngende Enzym kann durch 3 Dinge aktiviert werden. Erstens durch Fasten. Und das allerwirkungsvollste Fasten ist das trockene Fasten, wie wir es als Muslime im Ramadan leisten. In der Fastenphase, die mindestens 16 Stunden lang dauern muss, springt die Autophagie an, ein Prozess zellulärer Selbstreinigung. Die Zelle recycelt sich aber auch durch das intermittierende Fasten. Mein Video dazu werde ich euch gerne hier oben nochmal verlinken, wo der Prozess der Autophagie und der Telomerase im Detail erklärt wird. Die zweite Methode, durch die das verjüngende Enzym Telomerase aktiviert wird, geschieht durch das Nahrungsergänzungsmittel TA65, ein aus der Astragalus-Pflanze gewonnenes Molekül, das das Telomerase-Enzym aktiviert, die Telomere verlängert und somit die Gesundheitsspanne und die Lebensdauer verlängert. Hauptsächlich wird die getrocknete Wurzel der Tragant-Pflanze verwendet. Man könnte sie in pulverisierter Form in den Smoothie geben oder in Form von Kapseln 3-mal täglich 2 bis 3 Stück einnehmen. Was nun die dritte Methode betrifft, das verjüngende Enzym Telomerase zu aktivieren, so ist dies das Kolostrum, die Vormilch von Tieren wie Kühen, Schafen und Ziegen, zum Beispiel, welches als einzig bekannte Natursubstanz über das Enzym Telomerase verfügt und somit damit das Leben verlängern kann. Man könnte es in Form von Biokolostrum-Kapseln 2-mal täglich jeweils 2 Kapseln einnehmen. Kommen wir nun zum zweiten Grundpfeiler einer erfolgversprechenden Anti-Aging-Therapie, und zwar der Reparatur unseres Erbguts, unserer DNA. Mutationen an unserem Erbgut finden regelmäßig statt. Bei der Entstehung einer neuen Zelle wird die gesamte Erbinformation kopiert und an die Tochterzelle weitergegeben. Wenn es aufgrund von freien Radikalen, Nährstoffmängel, Übersäuerung des Organismus usw. nicht gelingt, diesen Vorgang perfekt zu vollziehen, werden fehlerhafte Kopien weitergegeben und auch weiter vererbt. Hier hilft dann die Nahrungsmittelergänzung mit ausreichend Antioxidantien wie die Alpha-Liponsäure, Vitamin C hochdosiert, wie zum Beispiel aus der Vitamin C reichsten Frucht der Erde, der Camu-Camu-Frucht. Mein Video zu diesem wichtigen Vitamin werde ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Dann aber auch der Aronia-Beeren, die man auch in getrockneter Form in den Smoothie geben könnte. Kurkumin in der goldenen Milch zum Beispiel regelmäßig eingenommen. Mein Video dazu verlinke ich euch auch gerne nochmal. Dann die Enzyme Papain aus der Papaya-Frucht und Bromelain aus der Bio-Ananasfrucht. Dann Propolis, welches die Bienen herstellen. Und vor allem L-Carnosin, ein sehr effektives Nahrungsergänzungsmittel, auf welches ich später nochmal eingehen werde, inshallah. Ja, ausreichende Antioxidantien benötigen wir, um die DNA zu reparieren und einer Mutation erfolgreich die Stirn zu bieten. Kommen wir jetzt zum dritten Grundpfeiler einer maximal erfolgversprechenden Anti-Aging-Therapie. Und zwar zum Aufbruch der Glykation, einer schädlichen Verzuckerung der Körperzellen. Der AGEs, der sogenannten Advanced Glycation End Products,
Und zwar versteht man unter Glykation eine Reaktion der körpereigenen Eiweiße sowie auch Fette mit Kohlenhydraten. Und das ist der Blutzucker, die dadurch nach und nach die Körperzellen altern und sie dabei zerstören. Darunter versteht man die Verzuckerung und damit die Verhärtung der körpereigenen Proteine, was zum Verlust der Proteinfunktion, Arteriosklerose, Nachlassen der Flexibilität der Proteine, Entzündungen, Diabetes und anderen im Alter auftretenden Problemen führt. In der Hauptsache geht es hierbei um die Anhäufung von zerstörten Proteinen. Je mehr zerstörte Proteine man innerlich und äußerlich im Körper hat, umso älter sieht man aus. Zerstörte Proteine können viele Probleme im Organismus auslösen und sie können einen alt aussehen lassen. Das, was man landläufig als Altersflecken bezeichnet, ist nichts anderes als die Glykolysierung, ein gewebezerstörender Prozess, der aufgrund der Reaktion des Blutzuckers mit den Körperproteinen entsteht und nicht nur durch die Optik stört, sondern nachweislich zur Schädigung der Haut, inneren Organe und unseres Gehirns führt. Das Hauptphänomen ist hier, wie gesagt, das AGE, Advanced Glycation End Products, das Endprodukt der fortgeschrittenen Glykation. Als Glykation, auch Glykierung, wird die Reaktion von Proteinen, Lipiden oder Nukleinsäuren mit Kohlenhydraten ohne Beteiligung von Enzymen bezeichnet. Einfach ausgedrückt ist dies die Kombination eines Zucker- und eines Proteinmoleküls. Wenn man diese beiden Moleküle erhitzt, erhält man diese AGEs. Das gleiche geschieht bei der Kombination eines Fett- und Zuckermoleküls, wenn es erhitzt wird. Zum Beispiel, wenn man Eis isst, dann hat man Zucker mit Sahne, Fett, die erhitzt werden, woraus dann die Eiscreme hergestellt wird. Genauso verhält es sich mit allen Arten von Fastfood, wo immer Proteine oder Fett mit Zucker kombiniert und erhitzt werden. Pommes frites oder Chips, Fett und Zucker aus der Kartoffelstärke wird zusammen erhitzt und führt zur Glykation. Glykation entsteht auch im Körper durch die eigene Körperwärme, besonders im Blutkreislauf. Hierbei reagiert der Zucker unkontrolliert mit körpereigenen Proteinen ohne Beteiligung von Enzymen. Problematisch ist hierbei die Anreicherung der AGE über die Zeit, insbesondere bei einem erhöhten Blutzuckerwert, bei der Zellen und Gewebe geschädigt werden können. Bei der Glykation des Blutfarbstoffs Hämoglobin A, also HbA, entsteht HbA1c. Der HbA1c-Anteil am Hämoglobin A kann gemessen werden, um zum Beispiel bei Diabetikern den durchschnittlichen Blutzuckerwert der letzten 4 bis 12 Wochen abzuschätzen. Alles, was über 5,6 ist zu hoch und zeigt die zerstörten Proteine im Blut an. Bei hohem Blutzuckerspiegel werden mehr AGEs gebildet. Da AGEs als Risikofaktoren für versteifte Blutgefäße gelten, erhöht sich das Risiko für Gefäßerkrankungen bei Diabetes mellitus. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zur Cholesterinlüge an, wo die Ursache von Arteriosklerose nochmal im Detail erklärt wird. AGEs werden in der Lebensmittelindustrie als Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder zur Aufbesserung der Erscheinung eingesetzt. Insbesondere durch häufigen Verzehr von Gebratenem und Gegrilltem in Kombination mit Zucker oder Kohlenhydraten können jedoch Konzentrationen erreicht werden, die vom Körper nicht mehr neutralisiert werden können, ähnlich wie dies generell im fortgeschrittenen Alter der Fall ist. Der Glykation wird eine Beteiligung an unterschiedlichen Alterserkrankungen zugeschrieben, zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Höhere Konzentrationen an AGE entstehen zum Beispiel bei oxidativem Stress oder Hyperglykämie. Sie werden unter anderem mit Arteriosklerose, einer schlechteren Angiogenese und einer gestörten Wundheilung in Verbindung gebracht. Manche AGE fördern eine Entzündung. Weiterhin werden dadurch Thrombozyten aktiviert, wodurch sich vermehrt Blutgerinnsel bilden können. Infolge der Glykation kann es bei Neuronen zu einem Abbau von Myelin und zu Neuropathien kommen, zum Beispiel bei Diabetes mellitus Typ 2 und der Alzheimer-Krankheit. Weiterhin wird eine Beteiligung bei Osteoporose, Glomerulosklerose, Nahrungsmittelallergien, Arthritis, respiratorische Insuffizienz und Sepsis untersucht. Um sich dieser zerstörerischen AGEs der Glykation zu entledigen, muss man den Körper in eine Situation der Autophagie bringen. Denn die Autophagie recycelt alte, zerstörte Proteine und stellt neue Proteine daraus her. Dies ist essentiell, um jünger auszusehen und zu werden. Die beste und effektivste Methode, in die Autophagie zu kommen, ist durch das Fasten, wie oben ja schon erläutert. Ideal wäre es daher, wenn wir als Muslime nicht nur den gesamten Monat Ramadan einmal im Jahr fasten, sondern zusätzlich das freiwillige Fasten jeden Montag und Donnerstag praktizieren würden. Wer das nicht kann oder will, der sollte über das tägliche intermittierende Fasten nachdenken.
Ferner können wir auch hier wieder unschwer erkennen, dass auch die ketogene Ernährung wieder das Lösungsmittel gegen die Glykation darstellt. Denn ohne Zucker und ohne Kohlenhydrate kann ganz einfach keine Reaktion mit Proteinen oder mit Fetten stattfinden. Mein Video zur ketogenen Ernährung werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Davon abgesehen gilt L-Carnosin mit heutigem Stand als das effizienteste bislang entdeckte Anticarbonylationsmittel. L-Carnosin bietet einen zuverlässigen Schutz gegen die Bildung der sogenannten AGE und wirkt so stark gegen die Glykation, wie es kein anderer bekannter Stoff tut. Ganz nebenbei trägt dieser Effekt zur sichtbaren Hautglättung gealterter Haut bei. L-Carnosin schützt vor sämtlichen Alterserscheinungen. Als höchst effizientes Antioxidant wehrt L-Carnosin sogar die hartnäckigsten, destruktivsten Radikale ab, an denen andere Antioxidantien scheitern, wie etwa Hydroxyl, Peroxyl, Superoxid und der Singulett-Sauerstoff. Ja, damit haben wir die 3 Grundpfeiler einer erfolgversprechenden Anti-Aging-Therapie ausreichend besprochen. Davon abgesehen könnte man noch folgende Punkte anwenden, um jugendlich auszusehen und den Körper innerlich zu verjüngen. Erstens, viel an die Sonne und in die Natur gehen, ohne sich einem Sonnenbrand auszusetzen, denn die Sonne beinhaltet 50% Infrarotlicht, welches das Melatonin in den Zellen produziert, und dieses wiederum gehört zu den körpereigenen stärksten Antioxidantien. Mein Video zu Melatonin, die Mutter aller Antioxidantien, werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Zweitens, unterstütze deine Leber, denn die Leber kann sich glücklicherweise immer wieder neu regenerieren, wenn man gut auf sie Acht gibt, sie pflegt und unterstützt. Drittens, unterstütze die Gallenproduktion. Viertens, konsumiere genügend hochwertige Fette in deiner Nahrung. Fünftens, konsumiere viel frisches Biogemüse, insbesondere Grünzeug wie Wildkräuter und Kreuzblütlergemüse, die du zusammen mit hochwertigen Fetten oder Ölen konsumieren solltest, wie Olivenöl. Sechstens, unterstütze dein Antioxidantiennetzwerk, indem du Sport treibst und fastest. Und das haben wir ja oben reichlich beschrieben. Siebtens, vermeide jede Art von raffiniertem Zucker und leere Kohlenhydrate. Achtens, natürlich kein Rauchen, versteht sich von selbst. Neuntens, arbeite körperlich, um Stress entgegenzuwirken. Im Sommer würde sich der eigene Garten oder Balkongarten wunderbar anbieten. Zehntens, gehe sicher, dass du eine moderate Menge an hochqualitativen Proteinen konsumierst. Elftens, unterstütze dein Mikrobiom durch natürliche Probiotika wie fermentiertes Gemüse. 12. Vitamin C verhindert den Schaden, den AGEs anrichten können. Deshalb dieses wichtige Vitamin ausreichend täglich supplementieren. Ebenso können die Nahrungsergänzungsmittel Benfotiamin und Vitamin B6 den Schaden verhindern, insbesondere bei Nervenschäden, die durch das Kribbeln in den Fingerspitzen und Füßen entstehen. 14. und 15. Alpha-Liponsäure, wie oben schon erwähnt, und L-Carnosin sind extrem starke und sehr effektive Nahrungsergänzungsmittel im Kampf gegen die Alterung. Ja, und um nochmal kurz die 3 Grundpfeiler der erfolgversprechenden Anti-Aging-Therapie zu wiederholen, so sehen wir zu, dass wir unsere Telomere verlängern durch das Fasten, durch den Astragalus-Extrakt als Nahrungsergänzungsmittel und das Kolostrum. Zweitens sorgen wir für die Reparatur unserer DNA durch ausreichende Aufnahme von Antioxidantien. Und drittens versuchen wir alles, um uns der AGEs, der Glykation, zu entledigen, indem wir unseren Körper durch das Fasten in den Zustand der Autophagie bringen und indem wir das hocheffektive Nahrungsergänzungsmittel L-Carnosin einnehmen. Als auch, wenn möglich, die ketogene Ernährung praktizieren, mindestens eine Low-Carb-Diät. Abgesehen von den zusätzlichen 15 Punkten, die ich am Ende noch erwähnt hatte. Wenn wir uns also mindestens an alle genannten Ratschläge im Video halten und Stresssituationen auf ein Minimum reduzieren, dann werden wir inshallah so lange wie möglich jung, gesund und mental fit bis ins hohe Alter bleiben. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.